Der verlorene Welpe. Emma ist ein fröhliches, 10-jähriges Mädchen, das in einer kleinen Stadt lebt. Jeden Tag nach der Schule geht sie gerne in den Park, um zu spielen. Eines sonnigen Nachmittags beschließt sie, eine neue Route durch den Park zu nehmen. Sie läuft auf einem schmalen Pfad, der von hohen Bäumen gesäumt ist. Plötzlich hört sie ein leises Winseln. Emma bleibt stehen und lauscht. Das Geräusch kommt von einem Busch in der Nähe. Neugierig geht sie näher heran. Unter dem Busch entdeckt sie einen kleinen Welpen. Er ist weiß mit schwarzen Flecken und hat große, traurige Augen. Der Welpe zittert und sieht ängstlich aus. »Hallo, kleiner Hund«, sagt Emma sanft, »was machst du hier ganz allein?« Sie kniet sich hin und streckt vorsichtig die Hand aus. Der Welpe schnuppert an ihrer Hand und leckt sie dann. Emma lächelt. »Du bist ja ein Lieber«, sagt sie. Sie schaut sich um, aber niemand ist in der Nähe. Vielleicht hat er sich verlaufen, denkt sie. Emma entscheidet sich, dem Welpen zu helfen. Sie hebt ihn vorsichtig auf und hält ihn warm in ihren Armen. Der Welpe kuschelt sich an sie und hört auf zu zittern. Emma geht zurück auf den Hauptweg des Parks. Sie hofft, den Besitzer des Welpen zu finden. Sie trifft eine alte Dame, die auf einer Bank sitzt. »Entschuldigung«, fragt Emma, »kennen Sie diesen Welpen?« Die Dame schaut den Hund an und schüttelt den Kopf. »Nein, mein Kind, ich habe ihn noch nie gesehen.« Emma bedankt sich und geht weiter. Sie trifft einen Jogger und fragt ihn ebenfalls. Aber auch er kennt den Welpen nicht. Emma beginnt sich Sorgen zu machen. »Was soll ich tun?«, denkt sie. Sie beschließt, durch die Nachbarschaft zu gehen und an Türen zu klopfen. Beim ersten Haus öffnet ein Mann mittleren Alters. »Guten Tag«, sagt Emma höflich, »haben Sie Ihren Hund verloren?« Der Mann schaut den Welpen an. »Nein, der gehört nicht mir. Tut mir leid.« Emma versucht es bei mehreren Häusern, aber niemand kennt den kleinen Hund. Es wird langsam spät und Emma weiß, dass sie nach Hause muss. Sie entscheidet sich, den Welpen mit nach Hause zu nehmen und dort weiterzuhelfen. Zu Hause angekommen ruft sie, »Mama, schau mal, wen ich gefunden habe.« Ihre Mutter kommt aus der Küche und sieht den Welpen in Emmas Armen. »Oh, wer ist denn das?«, fragt sie überrascht. Emma erzählt ihr, was passiert ist. »Ich habe ihn im Park gefunden. Ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich habe versucht, seinen Besitzer zu finden, aber ohne Erfolg.« Ihre Mutter lächelt. »Du hast das Richtige getan, Emma. Wir werden ihm helfen.« Sie bereiten dem Welpen eine kuschelige Ecke mit einer Decke vor. Emma gibt ihm etwas Wasser und ein bisschen Hundefutter, das sie noch von ihrer Tante haben, die einen Hund besitzt. Der Welpe frisst hungrig und trinkt das Wasser. Danach legt er sich auf die Decke und schläft ein. Emma sitzt neben ihm und streichelt ihn sanft. »Ich hoffe, wir finden morgen seinen Besitzer«, sagt sie. Am nächsten Morgen macht Emma ein Foto von dem Welpen. Zusammen mit ihrer Mutter erstellt sie Plakate. Auf den Plakaten steht »Welpe gefunden, weiß mit schwarzen Flecken, gefunden im Stadtpark«. Sie drucken viele Plakate aus und gehen in die Stadt. Sie hängen die Plakate an Laternenpfähle, an Bäume im Park, am schwarzen Brett im Supermarkt und in der Schule. Viele Leute sehen die Plakate und sprechen Emma darauf an. Einige Kinder aus ihrer Klasse bieten ihre Hilfe an. »Wir können auch suchen«, sagt ihr Freund Max. »Vielleicht finden wir den Besitzer schneller.« Emma ist dankbar für die Unterstützung. Den ganzen Tag über klingelt das Telefon, aber niemand ist der Besitzer des Welpen. Einige Leute bieten an, den Hund aufzunehmen, aber Emma möchte zuerst den echten Besitzer finden. Am 3. Tag erhält Emma einen Anruf. »Hallo, ich heiße Frau Müller«,
sagt eine freundliche Stimme. »Ich habe Ihr Plakat gesehen. Ich glaube, Sie haben meinen Welpen gefunden.« Emma ist aufgeregt. »Oh, das ist ja wunderbar«, sagt sie. Sie verabreden sich für den Nachmittag im Park. Emma und ihre Mutter gehen mit dem Welpen zum Park. Sie warten auf einer Bank. Nach kurzer Zeit sehen sie eine Frau, die eilig auf sie zukommt. Sie sieht besorgt aus. »Frau Müller?« fragt Emma. »Ja, das bin ich«, antwortet die Frau. Als sie den Welpen sieht, ruft sie, »Bello, da bist du ja!« Der Welpe erkennt sie sofort und bellt freudig. Er springt aus Emmas Armen und rennt zu ihr. Frau Müller nimmt ihn in die Arme und streichelt ihn liebevoll. »Danke, danke«, sagt sie zu Emma und ihrer Mutter. »Ich war so besorgt.« Er ist durch das offene Tor entwischt, als ich den Garten sauber gemacht habe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Emma lächelt. »Ich bin froh, dass wir Ihnen helfen konnten«, sagt sie. Frau Müller ist sehr dankbar. »Als Dankeschön möchte ich euch zum Eisessen einladen«, bietet sie an. Emma und ihre Mutter nehmen die Einladung gerne an. Sie gehen zusammen in eine nahegelegene Eisdiele. Während sie Eis essen, unterhalten sie sich. Frau Müller erzählt von Bello und wie er erst seit wenigen Wochen bei ihr ist. »Er ist noch so neugierig und verspielt«, sagt sie lächelnd. Emma erzählt von der Suche und wie sie Plakate aufgehängt hat. »Du bist ein sehr verantwortungsbewusstes Mädchen«, lobt Frau Müller. »Bello hatte großes Glück, von dir gefunden zu werden.« Am Ende des Tages verabschieden sie sich herzlich. Frau Müller gibt Emma ihre Telefonnummer. »Du kannst mich jederzeit anrufen. Vielleicht kannst du Bello mal besuchen«, schlägt sie vor. Emma freut sich über die neue Freundschaft. Als Emma und ihre Mutter nach Hause gehen, fühlt sich Emma glücklich. »Ich bin froh, dass Bello wieder bei seiner Besitzerin ist«, sagt sie. Ihre Mutter nickt. »Du hast etwas Gutes getan, Emma. Ich bin stolz auf dich.« In den folgenden Wochen bleibt Emma mit Frau Müller in Kontakt. Sie besucht Bello oft und spielt mit ihm im Park. Sie werden gute Freunde und auch Frau Müller freut sich über die Gesellschaft. Emma lernt viel über Hunde und wie man sich um sie kümmert. Sie denkt darüber nach, vielleicht selbst einen Hund zu adoptieren. Ihre Mutter ist einverstanden, solange Emma verantwortungsbewusst bleibt. Eines Tages bringt Frau Müller eine Überraschung mit. »Bello hat einen kleinen Bruder, der ein Zuhause sucht«, sagt sie. Sie zeigt Emma einen kleinen Welpen, der Bello sehr ähnlich sieht. »Möchtest du ihn kennenlernen?«, fragt sie. Emmas Augen leuchten. »Oh ja, das wäre toll.« Der Welpe ist verspielt und freundlich. Emma verliebt sich sofort in ihn. Nach Rücksprache mit ihrer Mutter beschließen sie, den Welpen zu adoptieren. Emma ist überglücklich. Sie nennt den Welpen Lucky, weil sie sich so glücklich fühlt. Zusammen mit Bello und Frau Müller verbringen sie viel Zeit im Park und genießen gemeinsame Spaziergänge. Emma denkt oft an den Tag zurück, als sie Bello gefunden hat. Sie ist dankbar für die Freundschaften, die daraus entstanden sind. Sie hat gelernt, wie wichtig es ist, anderen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen. Ihr Leben ist nun reicher und voller Freude. Mit Lucky an ihrer Seite erlebt sie viele Abenteuer und weiß, dass gute Taten oft belohnt werden.